Guten Morgen. Ich möchte erst sagen, dass es geht mir noch gut hier in Amerika und hoffentlich ich werde am Mittwoch zurückfliegen. Wir werden sehen, wie es geht, aber zurzeit sieht es aus, als ob es möglich wird, zurückzukommen. Also heute, wir werden den nächsten Schnitt in Matthäus Evangelium betrachten. Es ist Matthäus 4, 23 bis 25. Und was wir haben in dieser Stelle ist eine Einleitung zum Diskurs über Jüngerschaft. So, wir lesen Vers 23 bis Vers 25. Es steht, und Jesus durchzog ganz Galiläa, lehrte in ihren Synagogen und verkündigte das Evangelium von dem Reich und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen im Volk. Und sein Ruf verbreitete sich in ganz Syrien, und sie brachten alle Kranken zu ihm, die von mancherlei Krankheiten und Schmerzen geplagt waren, und Besessene und Mondsüchtige und Lahme, und er heilte sie. Und es folgte ihm eine große Volksmenge nach aus Galiläa und aus dem Gebiet der 10 Städte und aus Jerusalem und Judäa und vom jenseits des Jordan. Lass uns nun beten. Vater, ich danke dir für die Gelegenheit, die wir wieder haben diese Woche, dass ich kann ein Predigt aufnehmen, damit die am Sonntagmorgen zuschauen kann. Vater, ich bete, dass du wirst die alle segnen, dass es wird verständlich sein, damit die können die Wahrheit von dieser Stelle auch verstehen. Ich bitte in Jesus' Namen. Amen. Matthäus 5 finden wir der Anfang von dem Bergpredigt. Diese Stelle ist eine Einleitung zum Bergpredigt. Es ist auch so eine Zusammenfassung von das, was kommt in die nächsten Seiten von Matthäus, wo es wird Lehre gegeben und es wurde auch dann gesprochen von Leuten, die er geheilt hat. Und so diese Stelle hat zum Teil eine Gliederung drin von das, was kommt in die nächsten paar Abschnitte von das Evangelium. In dieser Stelle, wir finden 3 Sachen. Erstens, in das erste Vers 23, wir sehen seine Beschäftigung. Es steht, und Jesus durchzog ganz Galiläa, lehrte in ihren Synagogen und verkündigte das Evangelium von dem Reich und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen im Volk. Was wir haben hier ist seine Beschäftigung in Galiläa. So, was hat er gemacht in Galiläa? Und also das ist ein größerer Abschnitt von was Jesus getan hat hier auf Erde. So, das größte Teil seines Dienstes hat er in Galiläa gemacht. Und so diese kurze Stelle hier ist so eine Zusammenfassung von das, was er gemacht hat. Also es ist eine Einleitung zum den Bergpredigt, wo wir werden sehen genau, was er gelehrt hat in bestimmten Situationen. So, als wir lesen dieses Vers, wir finden die erste Beschäftigung, die er hat, ist, dass er lehrt. Es steht, dass er lehrte in ihren Synagogen. Also das erste Beschäftigung, es geht um Lehre und Lehren. Okay? Also wenn wir denken an, was ist unsere Beschäftigung als Jünger Jesus Christus, was war die Beschäftigung von seinen Jüngern,
nachher. Und so, wir können dieses Teil vom das Dienst, was Jesus Christus gemacht hat, wir können es vergleichen mit dem Auftrag, den wir haben, Jünger zu machen in der jetzigen Weltzeit. So, Matthäus 28, 19 bis 20, wir haben dieses Auftrag. Es steht, so geht nun hin und macht zu Jünger aller Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Amen. So, eine von den Beschäftigungen, was Jesus hat in dieser Zeit, in seinem Dienst in Galiläa, war Lehren. Und er hat zu uns gesagt, wir sollen lehren. Also geht nun hin, macht zu Jünger, also das heißt lehren, alle Völker, und tauft sie in den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten. Also das ist das zum zweiten Mal, lehren. Und so, was ist unser Auftrag? Wir sollen lehren. Epheser 4, 11 bis 15. Paulus sagt, und er hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer, zur Zurüstung der Heiligung für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes des Christus. Und so, das ist ein Teil von meinem Dienst, was ich mache in der Gemeinde. Und wofür mache ich das? Also zur Zurüstung der Heiligung, für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes des Christus. Also das heißt, so dass die Leute in der Gemeinde können auch tätig sein in dem Dienst. Also die brauchen erst gelehrt zu werden, damit sie können selber teilnehmen an das Werk des Dienstes. Dann das Zweite, was er gemacht hat, in Vers 23 steht, und verkündet das Evangelium von dem Reich. So, das Zweite noch Lehren ist die Verkündigung. Und zwar die Verkündigung des Evangeliums von dem Reich. Und wie bei den Lehren, wir haben einen Auftrag, das selber zu tun. Markus 16, Vers 15. Es steht, und er sprach zu ihnen, geht hin in alle Welt und verkündet das Evangelium der ganzen Schöpfung. Also wir sollen verkündigen. Das ist der zweite Teil von unserem Auftrag. Und es war der zweite Teil von seinem Dienst, als er hier auf Erde war. 2. Timotheus 4 und Vers 2. Es steht, verkündige das Wort, tritt dafür ein, es sei gelegen oder ungelegen, überführe, tadle, ermahne mit aller Langmut und Belehrung. Also, das ist ein Teil von was Paulus sagt, dass Timotheus machen sollte. Er sollte das Wort verkündigen. Dann in Vers 5, er sagt, du aber bleib nüchtern in allen Dingen, erdulde die Widrigkeiten, tue das Werk eines Evangelisten, richte deinen Dienst völlig aus. Also die ersten zwei Teile von dem Dienst, was Christus gemacht hat, lehren und verkündigen. Er hat uns den Auftrag gegeben, das selber zu tun. Nun kommen wir zu dem letzten Teil von seiner Beschäftigung, was er gemacht hat. Und es steht, dass er halte alle Krankheiten und alle Gebrechen im Volk. Okay. Lukas 4, Vers 18 bis 19. Es steht, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt zu heilen, die zerbrochenen Herzen sind, Gefangenenbefreiung zu verkünden und den Blinden, dass sie wieder sehen werden, Zerschlagene in Freiheit zu setzen, um zu verkündigen das
angenehme Jahr des Herrn. Also, wir sehen hier, in dieser Stelle ist es ein Zitat aus dem Alten Testament und Jesus hat gesagt, dass das bezieht sich auf sich selbst. Und wir sehen drin in dieser Stelle, die verkündigen auch, aber hier ist etwas, was ist auch besonders, und das ist, dass wir sehen, dass er hat einen Dienst, andere Leute zu heilen. Und er wurde dafür gesandt. So die Frage wäre dann, enthält unser Auftrag für heute auch dieses Dienst? Denn offensichtlich, Jesus hat 3 Teile von seinem Dienst. Und das war Lehren, Verkündigen und Heilen. Und die ersten beiden, wir haben einen Auftrag dafür, dass wir sollen lehren, dass wir sollen verkündigen. Haben wir eine für Heilen? Okay, wenn wir lesen durch die Evangelien, wir finden, dass Jesus hat seine 12 Jünger dieses Auftrag gegeben. Aber es war nicht nach seinem Tod, als er den Auftrag gegeben hat, in alle Welt zu gehen, um Sachen zu tun. Da haben wir nur den Auftrag zum Lehren und zum Verkündigen. Aber während der Zeit, dass er hier auf Erde war, er hat seine Jünger ausgesandt. Und zu der Zeit, er hat auch dieses Vollmacht gegeben, Leute zu heilen. Matthäus 10 und Vers 1 steht, da rief er seine 12 Jünger zu sich und gab ihnen Vollmacht über die unreinen Geister, sie auszutreiben und jede Krankheit und jedes Gebrechen zu heilen. Vers 7 besagt, es steht, geht aber hin, verkündigt und sprecht, das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen, heilt Kranke, reinigt Aussätzige, wecke Tote auf, treibt Dämonen aus. Umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gibt es. Das ist in Matthäus 10. Die Frage ist, warum hat Jesus das nicht wiederholt in Matthäus 28 oder am Ende Matthäus oder am Ende Markus oder Lukas oder Johannes Evangelium? Alle haben den Auftrag drin, was wir tun sollen bis zu Ende der Weltzeit. Auch Apostelgeschichte 1,8 enthält eine Version von diesem Auftrag. Aber in keiner von diesen Aufträgen, diese Verse, dass das steht, dass wir sollen Leute heilen oder Dämonen austreiben. Seine Jünger, die er diese Fähigkeit gegeben hat, während er hier auf Erde war, haben das weiterhin gemacht für eine bestimmte Zeit nach seiner Kreuzigung. Aber zur Ende der Zeit, wir finden, dass dieses Fähigkeit, das zu machen, war immer weniger. So dass, wenn wir kommen zu den Briefen von Paulus, wir finden, dass er war selber krank und konnte nicht sich selbst heilen und auch hat Bekannte oder Mitarbeiter, die krank waren, und er hat die auch nicht geheilt. So wir glauben, dass der Auftrag, Leute zu heilen, war nicht ein Teil von dem Auftrag an die Gemeinde. Es wurde nur seine Jünger gegeben und nur für eine bestimmte Zeit. Das ist die Beschäftigung von Jesus, als er hier auf Erde war. Also er hat Leute geheilt, aber er hat auch gelehrt und verkündigt das Evangelium vom Reich. Nun kommen wir zum Vers 24. Und in Vers 24, wir finden seine Bekanntheit. Und zwar in Syrien. Vers 24 steht, und sein Ruf verbreitete sich in ganz Syrien. Und sie brachten alle Kranken zu ihm, die von mancherlei Krankheiten und Schmerzen geplagt waren, und Besessene und Mondsüchtige
und Lahme und er heilte sie. Was hat er geheilt? Also welche Situationen gab es, wo er geheilt hat? Also es steht hier Krankheiten, Schmerzen, Besessenen, Mondsüchtige, Lahme. Er hat sehr viele Leute geheilt, die zu ihm gekommen waren aus Syrien. Denn das, was er gemacht hat, war bekannt in ganz Syrien. Nicht nur in Galiläa und Judäa, sondern in Syrien. Also ein weiterer Bereich, wo Leute haben gehört, was er gemacht hat. Lukas 6,19, es steht, und die ganze Volksmenge suchte ihn anzurufen, denn Kraft ging von ihm aus und heilte alle. Und so das war eine besondere Zeit, wo er hat viele Leute geheilt und dafür war er wohl bekannt. Das ist aber ein bisschen traurig, weil diese Leute waren nicht zu ihm gekommen wegen seiner Lehre oder wegen seiner Verkündigung, sondern nur wegen der Heilung, weil sie müssten geheilt werden. Und so, er war sehr bekannt. Seine Bekanntheit war also sehr breit in der Zeit. Nun kommen wir zum Vers 25. Es steht da, und es folgte ihm eine große Volksmenge nach aus Galiläa und aus dem Gebiet der 10 Städte und aus Jerusalem und Judäa und von jenseits des Jordan. Was wir haben in dieses Vers ist seine Beliebtheit. Also, er war sehr beliebt. Leute sind zu ihm gekommen und wurden geheilt. Er hat auch gelehrt und hat gepredigt. Aber die meisten von diesen Leuten, die ihm nachgefolgt waren, haben ihn nachgefolgt wegen der Heilung, was er gemacht hat, weil die müssten geheilt werden. So diese Leute haben ihn nachgefolgt, aber waren nicht erste Jünger. Es war eine Menge Leute und die wurden gern dabei, um zu sehen, was er tun würde. Aber erste Gläubige waren sie nicht. So, die Frage ist dann zunächst, woher sind sie alle gekommen? Es steht in dieses Vers aus Galiläa. Also Galiläa ist der Bereich im Westen vom Jordan, also Nord von Jerusalem, Westen vom Jordan. Und dann steht aus dem Gebiet der 10 Städte. Also wenn man geht von Galiläa nach Osten, also zu den anderen Seite des Jordans, da findet man die Gebiete der 10 Städte. So, das ist der Nordbereich von Israel, auf beide Seiten des Jordan. Und dann zunächst steht aus Jerusalem und Judäa. Also, wir sind wieder westlich von den Jordan, aber in den Südteil von Israel. Und dann steht es vom jenseits des Jordan. Okay, das ist also jenseits des Jordan von Jerusalem und Judäa, also den Südostteil von Israel. Also, so wir haben hier das ganze Land von Israel, also die sind dahin gekommen. Und dann in Lukas 6, wir lesen auch, dass es steht von der Meeresküste von Tyrus und Sidon. Also das ist nordwestlich von Israel an den Meeresküste. Also Leute waren auch von dort gekommen. Also die waren man könnte sagen, überall in der Nähe gekommen. Die nächste Frage ist dann, warum sind sie gekommen? Johannes 6, Vers 26 steht, Jesus antwortete ihnen und sprach, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr sucht mich nicht deshalb, weil ihr Zeichen gesehen, sondern weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid. Also die waren zu ihm gekommen, weil sie haben etwas von ihm empfangen.
So in Johannes, es war, dass sie haben das Brot gegessen. In dieser Zeit, die waren geheilt oder ihre Freunde waren geheilt. Und so, sie waren dahin gekommen, weil sie möchten etwas von ihm bekommen. Und nicht nur also zu sehen, sondern sie möchten das für sich selbst erfahren. Johannes 6, Vers 28 gibt uns noch ein bisschen Information, warum sie gekommen sind. Es steht, da sprachen sie zu ihm, was sollen wir tun, um die Werke Gottes zu wirken? Also, sie müssten selber tun können, das, was Jesus getan hat. Also, denke daran, Jesus hat das Brot geteilt und hat 5000 Leute Essen gegeben. Also, die wollten diese gleichen Werke auch tun können. Die wollten gern Leute auch heilen können. Und das war ihre Frage. Was sollen wir tun, um die Werke Gottes zu wirken? Dann die nächste Frage ist, warum sind sie nachher von ihm weggegangen? Und wir sehen das in der Antwort auf die Frage, die sie in Johannes 6, 28 gestellt hat. Die haben gefragt, was sollen wir tun, um die Werke Gottes zu wirken? Jesus antwortete und sprach zu ihnen in Vers 29, das ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Das ist, warum sie nachher weggegangen waren, weil sie haben nicht geglaubt. Sie haben die Werke gesehen und haben viel Gnade von den Herrn auch bekommen, indem sie geheilt wurde oder indem die gegessen hat und erfüllt wurde von das, was sie gegessen haben. Aber an Jesus zu glauben, dass er der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Sünde sterben muss, da waren sie nicht hat sie nicht so viel Interesse da. Und so Vers 26 von Johannes 6, noch ein längeres Gespräch, wo Jesus hat viel gesagt über das Brot des Lebens und über sich selbst. Es steht, aus diesem Anlass zogen sich viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm. Also, die haben nicht an ihn geglaubt, als ihre Retter. Und so, die sind dann von ihm weggegangen, denn das, was Jesus predigt, war für sie ein Anstoß. Also, wieso ist es ein Anstoß? Jesus sagt, ihr solltet Buße tun. Also, du solltest weg von ihrer Sünde und mir nachfolgen. Und die Leute meinten, dass die waren also nicht Sünder, dass die waren durch sich selbst und durch ihre eigenen Taten gerecht. Und so sie haben Jesus abgelehnt und die Gerechtigkeit, die Jesus angeboten hat, sie hat das auch oder angeboten hat, das hat sie auch abgelehnt. 1. Petrus 2, 7 bis 8 erklärt das für uns. Es steht, für euch nun, die ihr glaubt, ist es kostbar. Für die aber, die sich weigern zu glauben, gilt, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, gerade der ist zum Eckstein geworden, ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Weil sie sich weigern, dem Wort zu glauben, nehmen sie Anstoß, wozu sie auch bestimmt sind. Also es ist klar von dieser Stelle, dass es gibt zwei Möglichkeiten und zwei Gruppen von Leuten. Eine Möglichkeit ist, dass man glaubt. Und für die, die glaubt, Jesus ist kostbar und sie werden errettet, weil sie geglaubt haben. Für aber andere Leute, die nicht glauben, also sie sehen Jesus Christus als einen Anstoß und so die lehnen ihn ab und die gehen weg von ihm. Und es steht hier, also wo sie auch bestimmt sind, also das geht zurück zu dem Thema
dass jeder, der glaubt an Jesus Christus, bekommt das Anrecht, Gottes Kinder zu werden. Wer nicht glaubt, die sind bestimmt zum Gericht. Und das ist, was wir sehen in Petrus hier, wo es steht, wozu sie auch bestimmt sind, also weil sie sind ungläubig. Alle, die ungläubig werden Anstoß nehmen, weil Gott hat nur angenommen die Leute, die an ihn glauben. 1. Korinther 1, Vers 18, es steht, denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Also es gibt nur zwei Möglichkeiten. Man kann glauben und gerettet werden, oder man kann nicht glauben, sagen, es ist eine Torheit und dann verloren gehen. Es ist so einfach. Römer 1, 16 bis 17. Es steht, denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht. Denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Zuerst für den Juden, dann auch für den Griechen. Denn es wird darin geoffenbart, die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben zum Glauben. Wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Als ich diese Stelle, letzten beiden Stellen gelesen habe, ich habe gedacht an jemanden, die wir kennengelernt haben, kurz nachdem wir nach Deutschland gekommen waren. Er war in die Gemeinde gekommen, weil ich ihn eingeladen hat. Und das erste Mal, dass er da war, er hat geschaut durch die ganzen Gebäude, die wir gehabt haben, und er hat gesagt, dass es war in Ordnung, also dass seine Kinder da kommen könnte. Und ich habe erwartet, dass er würde nicht kommen die nächste Woche, aber die nächste Woche, er war wieder da. Und also 4, 5 Wochen nacheinander war er immer da. Und dann am einen Tag nach dem Gottesdienst, er war zu uns gekommen und er hat ein paar Fragen und ich habe die Fragen geantwortet und er hat gesagt, dass er möchte den Glauben annehmen. Und so ich habe ihm erklärt, wie man Jesus annimmt, und das hat er dann getan. Wir waren noch in die Sprachschule zu der Zeit. Es war wirklich schwierig, das alles zu erklären, aber er hat verstanden. Und so am kommenden Sonntag, er redet dann mit unseren Kollegen und er hat ihnen erklärt, dass nachher da war für einen Monat und hat den Predigt gehört jede Woche. Er war zu einer Entscheidung gekommen, dass er muss entweder sagen, es ist alles Torheit, oder er muss es glauben. Es war nicht möglich, dass er wieder immer kommen könnte, ohne diese Entscheidung zu treffen. Und dieses Beispiel erklärt, was Paulus sagt, denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. So sagt Paulus, ich schäme mich des Evangeliums des Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt, zuerst für den Juden, dann auch für den Griechen. Und so, was sagt es uns alles für unser Leben heute? Also, es gibt 2 Aufträge, die wir haben. Eine ist Lehren, das andere ist Verkündigen des Evangeliums. Wenn wir das Evangelium verkündigen, dann Leute müssen für sich selbst eine Entscheidung treffen. Und die werden entweder Anstoß nehmen und sagen, es ist alles eine Torheit. Die sind die, die verloren gehen. Oder die können das annehmen und glauben. Und für ihnen es ist Gottes Kraft. Lass uns beten. Vater, ich danke dir für dein Wort und für die Stelle, die wir haben hier in Matthäus, wo die Tätigkeit von Jesus Christus erklärt wurde. Und Vater, ich bete, dass wir werden davon lernen, wie wir den Herrn dienen sollen in der jetzigen Weltzeit, indem wir
das Wort des Evangeliums verkündigen sollen und dann die Leute lernen, wie sie Jünger sein und wie sie alles halten sein soll in die jetzigen Weltzeit. Wir danken dir für alles, was du für uns getan hast. Bitte segne uns. In Jesus' Name. Amen.